Willkommen zurück, meine kleinen Götter, hier auf meinem Kanal Zeus Arts Illustration. Mein Name ist Christopher und das ist mein erster eigener Manga, Earth Gold. Seinen eigenen Manga zu kreieren, das kostet eine Menge Kraft, viel Zeit, Geduld und Hingabe. Das sind endlose Seiten und unzählige Stunden an Arbeit, die da jemand reinsteckt, und ich bin, weiß Gott, nicht einer der schnellsten Mangaka da draußen. Es gibt Leute, die ihr ganzes Leben hingeben, um so etwas herzustellen, teils sogar wortwörtlich. Und somit möchte ich euch da draußen, die ihr alle diesen gleichen Traum verfolgt, einmal sagen, ihr verdient großen Respekt. Bleibt dran, es ist schaffbar. Ihr seid klasse. Dumm ist nur, wenn man seine erste Geschichte dann auch gleich so groß ausgestaltet, dass sie für mehrere Bände eigentlich gemacht ist und dann aber arbeitet wie eine Schnecke. Naja, ich nehme euch auf jeden Fall kurz mit in den letzten Entstehungsakt des finalen Kapitels meines ersten Manga-Bandes von Earth Gold und ich verspreche euch dann, Band 2 wird auf jeden Fall kommen. Irgendwann. Wo beginnen wir jetzt am besten? Ja, beim Anfang. Ich bin im Laufe der Jahre irgendwann dazu übergestiegen, mehrere Vorzeichnungen nur noch digital anzufertigen, weil ich damit einfach Zeit spare und deutlich schneller bin. Und dann wird der Spaß auf Deleta Manga B4 Papier ausgedruckt mit blauen Linien. Die lassen sich später nämlich ziemlich gut wegretuschieren bzw. digital entfernen und dann stehst du plötzlich vor deinem letzten Kapitel deines ersten eigenen Mangas, also Endspurt. Vorher brauchen wir natürlich Werkzeug. Und davon reichlich. Ich persönlich benutze ganz gerne das B4 Manga Papier von Deleta mit vorgezeichneten Linien. Damit lässt sich wunderbar arbeiten, wenn man mit Tinte und Feder unterwegs ist. Dazu ein langes Lineal. Hier sind es bei mir 50 cm, ein Tuch zum Reinigen der Tinte an der Feder, puren Alkohol dafür, Tinte von Pilot und darüber hinaus eine Menge Stifte. Fineliner, Korrekturstifte oder auch Pinsel mit weißer Tinte, Bleistifte verschiedenster Sorten, aber am wichtigsten, jedenfalls für mich und wenn man analog arbeitet, ist der G-Pen. Und dann geht's los. Mit einer Menge Geduld, aber trotzdem einer gewissen Art von Zeitdruck im Nacken, denn irgendwann möchte man ja auch mal was fertig bekommen. Ich muss ehrlich sagen, dieses Gefühl, so kurz vor dem Abschluss des ersten eigenen Manga-Bandes zu stehen und dann nur noch das letzte Kapitel beenden zu müssen, ist wahnsinnig toll. Mit jeder Seite kommt man seinem kleinen Traum ein Stückchen näher. Und diesen Traum hatte ich schon damals als Kind. Seit dem Zeitpunkt, als auf RTL 2 mit dem ganzen Anime-Nachmittagsprogramm angefangen wurde und die ersten Manga in Deutschland größere Wellen schlugen. Je näher man dann aber dem Ende kommt, desto eher erkennt man, was das für ein komplett wahnsinniger Aufwand war und was für ein Druck dahinter steht, sogar wenn man bei keinem Verlag ist und eigentlich überhaupt niemandem verpflichtet ist. Vor allem kommt einem das Leben dann meistens auch noch dazwischen. Familie, Freunde, Ausflüge, eigene Kinder und so weiter. Wenn das Mangaka-Dasein nicht dein Beruf ist, dann kann es durchaus zu Planungsschwierigkeiten und zu Stress führen. Vor allem mit der Familie und in meinem Fall mit meiner besseren Hälfte. Wenn dein Herz dann so sehr an einem Projekt hängt, du aber nicht den ganzen Tag damit ausfüllen kannst, dann hängt man dann oft ganz schön zwischen den Stühlen. Daher bin ich sehr froh und auch dankbar dafür, für so eine unglaublich verständnisvolle und auch sehr oft zurücksteckende Familie und vor allem auch Partnerin. Und so läuft die Zeit dann immer weiter. Doch das heißt nicht aufgeben, sondern weitermachen. Als nächstes in der langen Reihe der Arbeitsschritte als Indie-Mangaka, der alles selber macht, steht dann natürlich das Einscannen und das Bearbeiten der Scans. Was ihr hier jetzt nicht sehen könnt, ist, dass ich aufgrund meines klitzekleinen A4-Scanners nicht in der Lage bin, die B4-Seiten, auf denen ich gezeichnet habe, komplett in einem Rutsch einzuscannen. Stattdessen muss ich sie immer zweimal scannen und im Nachhinein mit einem Bearbeitungsprogramm meiner Wahl, im Moment ist das Affinity Photo, wieder zusammensetzen. Das klappt eigentlich ziemlich gut. Danach exportiert man die Seiten und fügt sie in das Comic-Programm der eigenen Wahl ein. Bei mir ist das Clip Studio Paint. Darauf folgend positioniere ich alle Seiten korrekt, säubere sie von etwaigen mitgescannten Schmutzpartikeln und wandle die Seiten in pures Schwarz und Weiß um. Zusammen mit den digitalen Screen Tones kommt am Ende dann ein fertiges Produkt raus. Fehlen nur noch die Illustrationen für das Cover und einige Innenseiten. Denn was wäre ein Manga ohne Illustration? Vor 2 Jahren habe ich in Japan dafür extra ein großes Paket Copic-Stifte gekauft. Und ich bereue es einfach nicht. Denn die sind sowas von gut.
Und dort könnte man auf jeden Fall richtig viel Geld sparen. Also falls ihr zufällig mal da seid und genau das gleiche Hobby habt wie ich, geht auf jeden Fall hin und gebt eure 400 €, die ihr ausgeben dürft, dort aus und kauft nur Copic-Marker. Und danach ist es endlich soweit. Unzählige Stunden an Planung, Überarbeitungen, Korrekturen, technische Herausforderungen, Erstellung von unzähligen Druckdateien, bevor man die geforderten Vorgaben endlich erreicht hat, permanentes Gegenchecken der Daten und die ständige Angst, dass irgendwas nicht korrekt ist. Und lasst euch versichern, ihr werdet Fehler finden. Und das ist es, das Ergebnis der ganzen Tortur und ein wunderbarer Moment. Und damit sage ich einmal vielen lieben Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid, denn dieses Video hat mich sehr viel Zeit und Aufwand gekostet. Ihr seht das ja vor allem auch wieder an der Zeit vom letzten Video, was ich hochgeladen habe, was nun schon wieder über ein halbes Jahr her ist. Und vor allem wollte ich auch vielen lieben Dank sagen an diese kleine Leserschaft da draußen, die ich auf der Leipziger Buchmesse für mich begeistern konnte, die mich alleine mit dem Kauf des ersten Bandes schon mehr als unterstützt hat. Denn ohne euch würde ich keine Geschichten erzählen wollen. Und falls ihr wollt, könnt ihr meinen Manga Earth Gold auch bei mir bestellen. Den Link findet ihr dazu in der Beschreibung und generell auch auf meinen Social Media Kanälen. Diese Reise hat sehr viel Spaß gemacht und ich werde definitiv daran anknüpfen. Doch bevor ich mit Band 2 an die Arbeit gehe, habe ich erstmal eine kleine Kurzgeschichte im Kopf, die ich vorher gerne noch beenden möchte. Und außerdem bis dahin, danke fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video.